Heute bei Classic Rides, der Jaguar E-Type. Eine Legende feiert 50. Geburtstag und die prominenten Fans feiern mit. Tolles Auto. Es ist einfach eins der schönsten Autos, oder wenn nicht sogar das schönste Auto, was hier gebaut wurde, muss man sagen. Ein Rennen der Klassiker auf dem legendären Nürburgring als Geburtstagsgeschenk. Mit dabei weitere Ikonen der Automobilgeschichte wie BMW M1, Martini Porsche und De Tomaso Pantera. Erinnerungen und Gegenwart. Jaguar, der Inbegriff britischer Autokultur in indischer Hand. Der Enkel des Firmengründers ist optimistisch. Das Wichtige ist, dass durch Tata sehr viel Bewegung ins Geschäft gekommen ist. Das Potenzial und das Wachstum stellen sicher, dass es weitergeht. Und Legende mit Zukunftstechnik, der E-Type als Elektrofahrzeug. Der Jaguar E-Type war schon immer ein leichtes Auto, ein sportliches Auto, ein geschmeidiges Auto, hat sich angeboten. Wo feiert man das 50-jährige Jubiläum einer Legende? Richtig, dort, wo der Jubilar hingehört. Im Falle des Jaguar E-Type ist das die Rennstrecke. Und die schönste von allen ist der Nürburgring mit der sagenumwobenen Nordschleife. Der Rahmen ist auch gesteckt durch eine der faszinierendsten und ältesten Oldtimer-Veranstaltungen, den AVD Oldtimer Grand Prix. Was braucht es noch? Klar, viel Prominenz, Champagner, fein gegartes vom Starkoch und natürlich viele E-Types. Letztere fahren zum Oldtimer Grand Prix sowieso, ist der E-Type doch zeitlebens schon beliebtes Renngerät. Sie kommen aus allen Winkeln Europas, die legendären Katzen mit der langen Schnauze. Der E-Type ist ehrlich gesagt mein erstes Traumauto gewesen. Also wo ich mit 10 mir so ein Bild ausgeschnitten habe aus der Zeitung, mir an die Wand geklebt habe und gedacht habe, so, den möchte ich irgendwann mal fahren. Tolles Auto. Es ist einfach eins der schönsten Autos, oder wenn nicht sogar das schönste Auto, was hier gebaut wurde, muss man sagen. Für mich insbesondere, da mein erstes Theaterstück, das ich gespielt habe, Harold and Maude war. Und wenn man den Film kennt, das konnten wir natürlich im Theater nicht machen, aber im Film baut sich Harold ja aus einem alten Jaguar E-Type so einen Leichenwagen. Und von daher habe ich diesen Wagen natürlich immer vor Augen gehabt. Das ist mit Sicherheit die Form in Kombination mit der Leistungsfähigkeit des Autos, wie eigentlich immer bei coolen Autos. Und natürlich eine gewisse Mystik, die da drum entsteht. Ein gewisser Lifestyle-Faktor, so als Chili in der Suppe. Und das dann noch als Jaguar. Also es ist schon ziemlich unschlagbar, die Kombo. Meine ganz persönlichen Erinnerungen waren zunächst mal literarischer Natur, weil es eine fantastische Geschichte von dem Fritz B. Busch gibt. Über den E-Type, die geschrubbte Flunder. Und danach muss man einfach dieses Auto lieben. Als ich die ersten gesehen habe, war ich hin und weg, weil ich kannte die auch aus Jerry Cotton, das rote E-Type Coupé, mit dem er in New York Verbrecher jagte. Also der E-Type war eine ganz feste Komponente in meiner Jugend. Kunden und Freunde von Jaguar feiern am Nürburgring das 50-jährige E-Type-Jubiläum. Topmodell Lily Cole und Schauspieler Jürgen Vogel zeigen den brandneuen Jaguar XKRS. Die eigene Geschichte ist Marketinginstrument für viele Automobilhersteller geworden. Glücklich diejenigen, die irgendwann einmal ein Auto produziert haben, das zur Legende wurde. Bei Citroën ist es die DS, die bis heute ihr avantgardistisches Image auf die Marke des PSA-Konzerns überträgt. Porsche. Wo wäre die Marke heute ohne den 911er?
Und bei Mercedes ist es der 300 SL mit Flügeltüren, der bis heute so viel Glamour über den Stern zaubert, dass die Stuttgarter ihn sogar als SLS wieder auferstehen lassen. Bei Jaguar ist es zweifelsohne der E-Type, der die Marke mit der Raubkatze im kollektiven Gedächtnis verewigt hat. Aber wie wurde der E-Type eigentlich zur Legende? Es ist damals, als er rauskam, schlichtweg eine Sensation gewesen, zumal das Preis-Leistungs-Verhältnis sensationell war und der Mann ihm die Hälfte gekostet hatte als beispielsweise seinerzeit der Ferrari und Maserati. Also es ist eben auch die Form gewesen, die polarisiert hat. Das ist, so wie mal zeitgenössische Karikaturisten es bezeichnet haben, der sprichwörtliche Penis auf Rädern. Die E-Type-Entwicklung beginnt da, wo heute der 50. Geburtstag gefeiert wird, auf der Rennstrecke. Als Vorläufer kann der D-Type bezeichnet werden, der dreimal in Le Mans erfolgreich war. Der D-Type war der erste Jaguar mit einer selbsttragenden Karosserie. Heute sind nur noch wenige Originalexemplare erhalten. Bei der Mille Miglia fährt Jaguar-Sprecher Frank Klaas den Exoten aus Coventry. Das Auto ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Auto. Es ist sehr, sehr schwierig zu fahren. Der erste Gang ist wie bei einem Rennauto üblich sehr, sehr lang. Er geht rechnerisch bis 111. Also von daher, das Auto ist für enge Gassen eigentlich nicht geeignet. Das ist ein Auto, was frische Luft liebt, was gerne frei fahren möchte. Und sicherlich eines der sehr spektakulären Fahrzeuge. Am 15. März 1961 wird ein E-Type Coupé beim Genfer Automobilsalon der Presse vorgestellt. Die Resonanz auf den schrillen Jaguar ist meist positiv. Allein in Genf werden 500 E-Type bestellt. Dabei war es anfangs gar nicht klar, ob der E-Type in Genf überhaupt gezeigt werden kann, denn das Auto war erst so spät fertig geworden, dass Testfahrer Norman Dewis mit dem Exponat von Coventry in kürzester Zeit nach Genf rasen musste. Ich verließ Coventry um 7:45 am Abend, war dann in Genf um 10:10 am nächsten Morgen. 11 Stunden Fahrt mit einem Schnitt von 110 Stundenkilometern für die ganze Reise. Obwohl die Entwicklung damaliger Fahrzeuge, verglichen mit heute, nur einen Bruchteil der Zeit in Anspruch nahm und der neue Jaguar Sportwagen größtenteils mit den Renneinsätzen des D-Type schon entwickelt war, raste den Ingenieuren aus Coventry bis zur Serienreife die Zeit davon. Ich hatte einen Prototyp, der E2A genannt wurde. Der lag zwischen D und E-Type. An diesem Prototyp machte ich dann die Fahrversuche. Als wir dann den E-Type vorstellten, war die neuartige Hinterachse und alles andere durchgetestet. Und so brauchten wir für die Entwicklung nur 9 Monate, statt wie üblich 18. Viele technische Neuerungen kamen im E-Type erstmals zum Einsatz. Die von Norman Dewis angesprochene Hinterachse war so nachhaltig, dass sie bis in die Mitte der 90er Jahre im Jaguar XJ eingebaut wurde. Das Fahrverhalten mit dieser Hinterachse war zu dieser Zeit schon genial. Man hat es durch diese Konstruktion geschafft, möglichst geringe, ungefederte Masse an den Rädern zu haben, was gleichbedeutend ist mit guter Bodenhaftung. Und insofern hat sich das schon sehr, sehr bewährt. Anfang der 60er Jahre geradezu spektakulär war der Aufbau der Karosserie. Es ist das Gesamtkonzept, weil dieses Auto hat eine sogenannte Monocoque-Bauweise. Das ist Interieur, ein Kofferraumbereich ist in einem Wannenbereich und Vorderteil ist mit einem Hilfsrahmen versehen. Und auch schon bei der Konzeption des Fahrzeuges ist man davon ausgegangen, dass man nicht nur bei einem Sechszylinder bleibt, sondern auch Größeres vorhat. Und so kam letztlich diese Formation raus. Nur der Motor wurde zunächst aus dem Vorgänger XK 150S übernommen. Seine Leistungsdaten können sich heute noch sehen lassen. 265 PS und ein Drehmoment von 348 Newtonmeter. Ja, dieses Sechszylinder-Aggregat mit den oben liegenden Nockenwellen ist ein guter alter Bekannter aus der Jaguar-Riege.
wie angesprochen, im XK vielfach und in verschiedenen Spielarten mit verschiedenen Zylinderköpfen sehr bewährt. Und so hat man auch an diesem Projekt dran festgehalten für den E-Type, der zunächst mit 3,8 Liter, genau wie im XK rauskam, später dann auf 4,2 Liter Hubraum erhöht worden ist. Und ein wahrhaft standhaftes Aggregat, wenn man so einige Spielregeln dabei beachtet. Neben der Technik macht die Form den E-Type zur Stilikone der 60er Jahre. Markham Sayer war fürs Design verantwortlich. Der Flugzeugingenieur kreierte den E-Type nicht nach modischen, sondern ausschließlich nach technischen Gesichtspunkten. Die vielbestaunte lange Motorhaube brachte einen guten Luftwiderstandsbeiwert und schmiegte sich gerade so über den hochbauenden Sechszylinder, der weit hinten im Hilfsrahmen saß. Es ist heute noch beeindruckend, wie lang die Haube aus der Fahrerperspektive wirkt. Und die Luftschlitze, die die heiße Luft entweichen lassen, bringen Luftfahrtassoziationen. Dem E-Type war ein langes Leben beschert. 3 unterschiedliche Serien gliedern seinen Lebenslauf. Die letzte Serie hat einen 5,3 Liter Zwölfzylinder. Dieser Motor wurde fällig, weil immer strengere Abgasbestimmungen in den USA die Leistung des Sechszylinders zu sehr beschnitten. Ursprünglich war Jaguars Zwölfzylinder einem Rennwagen vorbehalten. Der XJ13 genannte Mittelmotorsportwagen sollte in Le Mans eingesetzt werden. Dazu kam es aber nie. Bei Filmaufnahmen für die Einführung des E-Type Serie 3 brach Norman Lewis ein Hinterrad weg. Der Prototyp crashte und wurde erst vor kurzem wieder aufgebaut. Unter Jaguar-Kennern hat der XJ13 ähnlich hohen Kultstatus wie die Lightweight-Versionen des E-Type. Auf dem Nürburgring können die Besucher den legendären Low-Drag E-Type bestaunen, der 1964 für den deutschen Jaguar-Importeur Peter Lindner gebaut wurde. Dieses Auto ist der letzte in Coventry gebaute Jaguar für Renneinsätze und mit 344 PS auch der stärkste aller E-Type. Selbst der Enkel von Jaguar-Gründer Sir William Lyons kann sich gar nicht losreißen von dem vielleicht schönsten aller Rennwagen. Für mich ist der E-Type eines der besten Autos, das je gebaut wurde. Darüber gibt es keinen Zweifel. Es ist eine Ikone. Ich bin sehr glücklich, dass ich eigentlich 2 dieser Autos habe. Ich besitze einen Serie 2 Roadster, der in einem sehr schönen Zustand ist, weil ich ihn nicht so oft nutze, wie ich eigentlich möchte. Und dann habe ich gerade ein Serie 1 Coupé aufgebaut. Das fahre ich an diesem Wochenende hier. Das ist erst unser 2. Einsatz mit diesem Auto. Wir üben noch. Michael Quinn startet mit seinem Coupé in British Racing Green an diesem Wochenende in der E-Type Challenge, ein Rennen zu Ehren des Jubilars. Bei englischem Wetter drehen die Katzen manche Pirouette oder schieben im Drift über den Grand Prix-Kurs. Britische Stilikone bei einem Wetter wie auf der Insel. Klar, das Rennen kann nur ein Engländer gewinnen. Natürlich gibt so ein Jubiläum auch Anlass, über die Gegenwart zu sprechen. Wie bewertet der Enkel des Firmengründers die Tatsache, dass Jaguar jetzt zum indischen Tata-Konzern gehört? Das Wichtige ist, dass durch Tata sehr viel Bewegung ins Geschäft gekommen ist. Das Potenzial und das Wachstum stellen sicher, dass es weitergeht. Und ich bin beeindruckt von der Leidenschaft und dem großen Invest, die sie in Jaguar setzen. Kurzum, es macht mich stolz, dass Jaguar weiterläuft und überlebt hat. Vielleicht wäre mein Großvater überrascht, dass es so gut läuft. Was fehlt noch zu einem rundum geglückten Geburtstagsfest? Natürlich ein Geschenk. Und das kommt aus Deutschland. Ein E-Type mit Elektromotor.
Mitgebracht hat ihn der Windkraftunternehmer Willy Balz. Drauf gekommen bin ich durch den Namen. Also ich bin natürlich Oldtimer-Fan, das ist klar. Speziell sportliche Fahrzeuge interessieren mich, fahre ich auch gerne. Und Jaguar E-Type, also die englischen Ingenieure waren ja da mit der Namensgebung zumindest sehr weit. E-Type, E-Mobility, das hat einfach gepasst. Und Tesla hat ja was Interessantes gemacht. Die haben ja mit dem Lotus ein Fahrzeug, ein Chassis verwendet, das einfach anerkanntermaßen sehr leicht war und sich dadurch geeignet hat für den Umbau auf Elektrofahrzeug. Und das gilt im übertragenen Sinne auch für den Jaguar E-Type. E-Type war schon immer ein leichtes Auto, ein sportliches Auto, ein geschmeidiges Auto, hat sich angeboten. Dr. Uwe Könzen hat den Elektro-E-Type mitkonstruiert. Für ihn bietet das Konzept auch renntechnisch klare Vorteile. Die Serienversion ist durch den großen, schweren Motor ziemlich kopflastig. Und das macht sich auch beim Fahren bemerkbar. Und nur mit vollem Tank fährt sich eigentlich ein E-Type richtig gut. Bei diesem Auto hier ist das jetzt viel ausgeglichener, weil wir 160 Kilogramm Batterien im Heckbereich haben und wir haben 160 Kilogramm hier vorne in dem Frontbereich, also genau in diesem großen Loch. Die Batterie steht noch daneben und der Motor ist im Prinzip im Getriebetunnel angeordnet. Also es ist viel, viel ausgeglichener. Auch die Benzinfraktion auf der Grand Prix-Strecke spürt die Performance der Stromkatze, die einige Tage zuvor auf der Nordschleife abgestimmt wurde. Als Pace Car für die E-Type Challenge hat sie ihren ganz großen Auftritt. Der Oldtimer Grand Prix ist diesmal eine reine Wasserschlacht. Allerdings gibt es in den seltenen Trockenphasen auch Gelegenheit, die Stars der Strecke von gestern in Höchstform zu sehen. Die BMW M1 aus der Procar-Serie Anfang der 80er Jahre. Und wann sieht man schon einen De Tomaso Pantera im Rennanzug, im Fight mit einem legendären Martini Porsche? Der Motor ist ein Ford Cleveland und alle Zutaten, um einen guten Motor zu machen, gibt es noch. Die Blöcke sind schwer erhältlich, das ist tatsächlich so. Und ja, man muss halt schauen, wo man die Sachen noch zusammenklauben kann. Auf dem Prüfstand hat es 520 PS und 580 Newtonmeter. Auf dem Grand Prix-Kurs ist es ganz passabel zu fahren. Es ist punkto Bremsen ein bisschen schwierig, aber sonst ist es ganz okay zu fahren. Auf der Nordschleife ist es eine größere Herausforderung, weil die Leistung und der Grip ist natürlich in einem Missverhältnis ein bisschen. Auf der Nordschleife hingegen fühlen sich die leichteren E-Types zu Hause. Allerdings ist nur Serie 1 als Rennwagen hier vertreten. Die letzten 12 Zylinder waren schon sehr dem amerikanischen Geschmack entgegengekommen und stark auf Komfort getrimmt. Servolenkung, Automatikgetriebe und auch eine Klimaanlage gehörten zum Standardrepertoire einer Serie 3 in den USA. Allein 70% aller jemals gebauten E-Type gingen nach Amerika. Als 1975 die Produktion mit ausschließlich in schwarz lackierten Jaguar E-Type auslief, war es denkbar schwer, einen Nachfolger zu präsentieren. Jaguar gehörte Mitte der 70er zu British Leyland, die saure Gurkenzeit in der Firmenhistorie. Zu dieser Zeit debütierte der XJS als Erbe des E-Type. Die Fans wurden nicht warm mit dem Sportcoupé auf XJ-Basis. Vor allem Qualitätsmängel verhinderten in Deutschland einen größeren Erfolg. Das war eigentlich die Tiefszeit von Jaguar. Das war also der wirkliche Fall der Marke. Und es war in der Zeit Anfang der 80er Jahre keineswegs sicher, dass Jaguar überhaupt überleben konnte. Das lag natürlich auch daran, dass die Produktionsanlagen von Jaguar hoffnungslos veraltet waren. Man darf nicht vergessen, dass Jaguar in Coventry in einer Fabrikanlage beheimatet war, die noch aus dem 19. Jahrhundert stammte. Also die Produktion war alles andere als effizient. Erst durch die Übernahme durch Ford kommt Jaguar wieder aus dem Tal der Tränen und kann vom Know-how des Weltkonzerns profitieren. Unter Ford
kommt auch das von vielen herbeigesehnte moderne Jaguar-Design. Der XK bricht mit der konservativen Jaguar-Form, die bis dato noch auf die 60er Jahre zurückging. Der E-Type ist aber gerade wegen dieser sexy 60s-Ausstrahlung zur automobilen Ikone geworden und hat sogar einen Platz im Museum of Modern Arts bekommen. Und er ist bis heute auch so etwas wie ein Sexsymbol. Ich bin Britin und ich fühle mich mit ihm verbunden, mit der Kraft und dem eleganten Körper, der offensichtlich am Tier Jaguar angelehnt ist. Man kann es auch mit etwas anderem assoziieren, dem katzenhaften Charakter. Ich fühlte mich schon immer zu solchen Autos hingezogen. Stilikone, Sexsymbol, Evergreen. Das haben nur ganz wenige Automobile geschafft. Happy Birthday, Jaguar E-Type.